Ach so, das ist deins. Ja. Danke. Bobby, nach was schmeckt Liebe für dich? Wie meinst du das? Na, schmeckt die Liebe eher für dich würzig, herzhaft oder eher leise, zart, vertraut? Ich glaube, das hängt ganz davon ab, welche Art von Liebe. Tragische Liebe, glückliche Liebe, alte Liebe, junge Liebe. Das interessiert mich. Ist es der Geschmack einer tragischen Liebe, dem ich dieses Mal nachgehe? Mein Name ist Roman Steger. Ich bin Koch. Gemeinsam mit dem Philologen Bobby Wallisch begebe ich mich auf die Suche nach den großen Liebesgeschichten der Welt. Kronprinz Rudolf und Mary Wetscherer gingen mit ihrem Tod vor mehr als einem Jahrhundert als berühmtes Liebespaar in die Geschichte ein. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Essenz dieser Liebesgeschichte auf den Teller zu bringen. Ich darf Sie zu Tisch bitten. Wieso liegt eigentlich der Kronprinz Rudolf alleine da? Also warum liegt die Wetscherer nicht da? Naja, sie war keine Habsburgerin. Glaube ich, die einfachste Erklärung. Ich finde das ja total interessant. Das ist ja eines der berühmtesten Liebesgeschichten. Und irgendwie liegt er da allein. Das ist doch irgendwie... Ja, nicht nur das, schau mal, was da steht. Der Kronprinz verstarb im ursprünglichen Jagdschloss Meierling, welches Kaiser Franz Josef in ein Karmelitinnen-Sühnerkloster umwandeln ließ. Verstarb ist unter diesen Umständen schon als Verschleierungsversuch zu werten, oder? Aber er hat einen Anhänger. Schau mit einem Herz drauf. Das einzig Deutsche, was hier steht, ist die Überschrift. Liebe Rudolf. Lieber Rudolf steht Lieber hier. Rudolf. Ohne R. Lieber Rudolf. Ja, dann ist aus. Wir wollen die schöne ungarische Sprache Das nicht ist- verulken. Aber es ist faszinierend, dass ein ungarischer Liebesbrief hier liegt. Also was jetzt wirklich für mich übrig bleibt ist, da gibt es ein Liebespaar, der eine ist der Kronprinz, der andere Wetscherer, die bringen sich gemeinsam um, aber von ihr ist nichts zu sehen. Stimmt. Und seine Ehefrau fehlt auch. Amüsgöl. In Würfel geschnittene Petersilkartoffeln. Diese Liebesgeschichte ist ja für die Ewigkeit. Ich glaube, in 200 Jahren wird diese Geschichte noch jeder kennen. Und ich habe mir gedacht, okay, welches Gericht wird sicher in 200 Jahren oder welche Zutat oder welche Speise wird in 200 Jahren noch sicher da sein? Und das sind sicher Petersilkartoffeln. Ich habe sie in Würfeln geschnitten. Die Habsburg ist für mich so ein Korsett. Ich glaube, da hat man nicht relativ wenig freie Entscheidungen. Macht aber für mich auch etwas schon von der Form, ob es jetzt so schneid oder so, macht auch vom Essvergnügen her, ist das einfach ein Unterschied. Und Kartoffel und Petersil, das ist natürlich, genau. Mir ist auch natürlich wichtig jetzt auch, dass das sozusagen eingebettet ist in so einem Fond mit Butter. Ja, das ist für mich richtig schon, auch dass es einen Glanz hat, auch ein bisschen was Glänzendes, Kitschiges. Es darf nichts Trockenes sein, weil ich glaube, in der ganzen Geschichte steckt so ein Saft drinnen. Eine gelbe Kiwi. Und zwar, ich habe hier so eine Kiwi. Ja, das ist eine goldene Kiwi, die ist gelb. Seit wann gibt es gelbe Kiwi? Du hast jetzt ähnliche Farben. Du sagst, das sind Petersilkartoffeln, schwindelst aber Kiwis drunter. Ja. Und das ist ja auch die Geschichte beim Meierling. Du weißt ja eigentlich nicht, was ist eigentlich, steckt da dahinter. Und du beißt rein und glaubst, es ist so, aber es ist gar nicht so. Und jetzt war für mich die
große Herausforderung und die auch für mich nicht sehr spannend ist, die haben sie ja, oder da geht es um Selbstmord. Und Ja. das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Wie stelle ich Selbstmord am Teller dar? Dass es auch schmeckt. Weil ja für mich wichtig ist auch, dass durch diese Vorgabe Gerichte herauskommen, die ohne die Vorgabe gar nicht herauskommen wären. Das ist meine große Freude. Ein einfaches Rindsgulasch. Ich habe ein Gulasch gemacht. Ja? Einfach mal aus Verschunken, richtiger Gulasch. Und jetzt schütte ich das einfach drüber, dass ich wirklich die Erdäpfel zudecke. Und das kann ruhig eine Menge sein. Du isst es dann und überlegst dir wirklich, habe ich mit dem Gulasch die Erdäpfel umgebracht? Also schmecken es gar nichts, gehen uns total unter, Ja. wenn man so viel drüber gibt. Und das ist eigentlich für mich das Tolle schon, weil du anders hinschmeckst. Eine vermeintlich klassische Liebesgeschichte. Zwei Menschen gehören zusammen wie Kartoffeln und Petersil. Ein Gericht für die Ewigkeit. Doch weiß man, was wirklich passiert ist? Und weiß man, was man wirklich ist? Ein Selbstmord. Ein klassisch brutaler Akt. Ein Gulasch als klassischer Tod.